Ihr seht eine Videoanleitung zur Maxhouse App. Dieses Video soll euch die Bedienung der App verständlich machen. Die App funktioniert in Kombination mit dem Maxhouse Bluetooth Sound Booster und ist auch immer Bestandteil des Active Sound Set. Das Set findet ihr auch unter www.maxhouse.com. Die Maxhouse App findest du als iOS-Nutzer im App Store und als Android-Nutzer im Play Store. Das Video ist in 5 Kapitel aufgeteilt. Startseite. Hier bekommst du die Übersicht des aktiven Profiles erklärt. Profileinstellungen. Hier bekommst du gezeigt, wie du dein Profil individualisierst. Profilauswahl. Hier lernst du das Hinzufügen, das Verschieben und das Löschen der Profile. Fahrzeuginformationen. Hier findest du Informationen und Hilfe zu deinem Fahrzeug. Einstellungen. Erweiterte Einstellungen zum Soundbooster und zur App werden hier erläutert. Ihr könnt direkt in das Kapitel springen, das euch interessiert, oder ihr schaut euch das Video komplett an. Startseite. Die Startseite zeigt die Übersicht des aktiven Profiles, der Profilname, der ausgewählte Sound und die generelle Lautstärke. Die Lautstärke lässt sich am Hauptregler schnell und einfach regulieren. Die Lautstärke Standgas und Fahrt werden prozentual angehoben oder abgesenkt. Die Änderung wird im Profil nicht gespeichert. Durch Drücken des runden Pfeilsymbols werden die gespeicherten Einstellungen des Profils wiederhergestellt. Der Ein-Aus-Schalter aktiviert und deaktiviert das System. Dieser Zustand wird gespeichert. Sprich, wenn du die Anlage deaktivierst und den Motor aus- und wieder anmachst, dann bleibt das System so lange inaktiv, bis du es manuell wieder einschaltest. Das Bluetooth-Symbol zeigt an, ob die App mit dem Soundbooster verbunden ist oder nicht. Ist das Symbol blau, dann ist die App verbunden mit dem Soundbooster. Bei einem grauen Symbol besteht keine Verbindung. Sollte die App sich nicht automatisch verbinden, dann schau dir das Video zur Fehlerbehebung an. In diesem Video wird Schritt für Schritt erklärt, wie du Probleme am System erkennst und beheben kannst. Über das Reglersymbol öffnest du die Einstellung des aktiven Profiles. Profileinstellung. Das aktive Profil kannst du in diesem Menü individuell anpassen. Über den Stift kannst du den Profilnamen ändern, beispielsweise auf Sport. Direkt daneben wählst du den Sound aus für dein Profil. Nur in Verbindung mit dem Maxhouse Sound Modul kannst du zwischen mehreren Grundsounds wählen. Über die Kategorie Lautstärke kannst du die Lautstärke für das Standgas und der Fahrt einstellen. Die Lautstärke Fahrt hörst du, wenn du Gas gibst, bzw. sich die Drehzahl erhöht. Ein Beispiel dazu. Standgaswert ist auf 50% eingestellt und der Fahrtwert auf 100%. Jetzt hört sich das Fahrzeug im Stand leise an und beim Losfahren bzw. Gas geben steigt die Lautstärke auf 100% an. Wähle aus, was du ändern möchtest und stelle dann über den großen Hauptregler die Lautstärke ein. Sobald eine Änderung erkannt wird im Profil, ändert sich die Farbe des Speichern-Symbols auf blau. Du kannst dann deine Änderung speichern oder über das runde Pfeilsymbol die zuletzt gespeicherten Daten wieder aufrufen. Wenn du das Maxhouse Sound Modul angeschlossen hast und mehr als 2 Aktuatoren verbunden sind, dann werden diese automatisch erkannt und in der App angezeigt. Dann kannst du jeden Lautsprecher separat in der Lautstärke einstellen. Nur mit dem Maxhouse Sound Modul kannst du bis zu 4 Lautsprechern anschließen. Mit einem Wisch nach links wechselst du in die nächste Kategorie Drehzahl. Es gibt 4 Regler in dieser Kategorie. Standgas verändert die Drehzahl des Standgases unabhängig von der Drehzahl des Motors. Klang. Über den Klangregler kannst du die Drehzahl höher klingen lassen. Beispielsweise stellst du den Regler auf 80% ein. Dein Fahrzeug dreht 2000 Umdrehungen pro Minute und der Sound hört sich an, als würde dein Fahrzeug 4000 Umdrehungen pro Minute drehen. Du musst Gas geben, um den Unterschied hören zu können. Tipp: Wenn der Standgaswert auf 10% und der Klangwert auf 30% eingestellt ist, dann wird die Drehzahl vom Fahrzeug 1:1 wiedergegeben. Startbegleitung. Die Startbegleitung erzeugt beim Starten des Motors ein kurzes Aufheulen. Dies kennt man von Sportwagen wie der Audi RS6 oder Porsche 911. Unruhig. Der unruhige Lauf lässt das Standgas nicht mehr so monoton klingen und gibt ihm eine eigene Dynamik. Das Standgas wirkt realistischer, wenn es etwas unruhig läuft. Kategorie Straße. In dieser Kategorie sind alle Einstellungen für den Sound während der Fahrt hinterlegt. DALA ist die drehzahlabhängige Lautstärkenanpassung. Ist der Wert beispielsweise auf 20% eingestellt,
dann startet der untere Drehzahlbereich mit deiner eingestellten Lautstärke Fahrt, minus 20%, und steigert dann die Lautstärke auf das Maximum bei 2500 Umdrehungen. Schubabschaltung. Die Schubabschaltung verringert die Lautstärke bei Lastreduzierung. Das bedeutet, beim Gasgeben wird die Anlage lauter und bei Gasentnahme wieder leiser. Die Kategorie MaxHoused ist nur aktiv, wenn das MaxHoused Soundmodul angeschlossen wird. Das MaxHoused Soundmodul stellt noch mehr Möglichkeiten bereit, den Sound zu personalisieren. In dieser Kategorie gibt es 6 Regler. Bass und Höhen. Wie der Name schon sagt, werden hier die Höhen und Tiefen des Sounds eingestellt. Intensität. Wie intensiv soll sich dein Sound anhören? Je höher der Wert, desto intensiver und kraftvoller wird der Sound. Klappenstart. Über den Klappenmodus aktivierst du eine simulierte Fehlzündung. Über den Regler stellst du ein, ab welcher Drehzahl die Fehlzündung ausgelöst werden soll. Der Bereich geht von 1500 bis 4000 Umdrehungen pro Minute. Sprich, wenn du den Regler in die Mitte stellst, wird erst bei ca. 2750 Umdrehungen pro Minute die Fehlzündung ausgelöst. Klappenpower. Je höher der Wert, desto schneller muss die Drehzahl bis zum Klappenstart steigen, um eine Fehlzündung auszulösen. Ist der Wert niedrig, wird die Fehlzündung schon beim langsamen Gasgeben ausgelöst. Verzerrer. Diese Funktion verzerrt den Sound. Er klingt dann rauer und aggressiver. Über das X gelangst du wieder auf die Startseite. Vergiss vorher nicht, deine Änderungen zu speichern, sonst gehen jetzt alle Änderungen am Profil verloren. Profilwechsel. Hier siehst du deine aktiven Profile. Diese kannst du hier wechseln und editieren. Über das Plus-Symbol kannst du ein neues Profil hinzufügen. Sobald du das Plus-Symbol drückst, wird ein neues Profil erstellt. Wie du das Profil einstellst, siehst du unter Profileinstellungen. Tipp: Wenn du ein vorhandenes Profil kopieren möchtest, dann wähle zuerst das gewünschte Profil aus und drücke dann das Plus-Symbol. Das ausgewählte Profil wird dann 1:1 kopiert. Drück auf Bearbeiten und du kannst jetzt Profile verschieben oder löschen. Mein Fahrzeug. Die Statusleiste oben zeigt an, ob die App mit dem Soundbooster verbunden ist oder auf welches Fahrzeug der Soundbooster programmiert ist. Möchtest du das Fahrzeug wechseln, zum Beispiel weil du die Anlage aus deinem alten Fahrzeug mit übernehmen möchtest in dein neues, dann kannst du einfach über Fahrzeug wählen, die Software ändern. Das kannst du beliebig oft machen. Der MaxHoused Soundbooster setzt keine Limits. Software-Updates und Fahrzeugsoftware sind bei MaxHoused immer kostenlos. Wurde ein Fahrzeug ausgewählt, kannst du unter Downloads alle Informationen zu deinem Fahrzeug finden. Montageanleitung, Info über welche Tasten im Fahrzeug du die Profile wechseln kannst und vieles mehr. Weltweit einzigartig ist die Fernwartungsfunktion. Diese Funktion erlaubt es, die Fahrzeugdaten über ein mobiles Endgerät auszulesen. Egal von wo auf der Erde haben wir die Möglichkeit, neue Fahrzeuge damit in unserer Datenbank aufzunehmen und bestehende Fahrzeuge, um neue Funktionen zu erweitern. Fehler können darüber erkannt und behoben werden. Für das Auslesen des Fahrzeuges benötigen wir den angezeigten vierstelligen Code. Ohne diesen Code wird keine Verbindung zu uns aufgebaut. Unter der Rubrik Software kannst du alle angeschlossenen Geräte auf neue Updates prüfen und auch direkt, wenn bereitgestellt, neue Sounds und Updates herunterladen. Die Diagnose hilft bei der Fehlersuche, falls die Anlage nicht wie gewünscht starten sollte. CAN-Bus-Status, Lautsprecherstatus und vieles mehr wird hier dargestellt. Schau dir auch das Video zur Fehlersuche an. Einstellungen. Über Profilwechsel legst du fest, über welche Fahrzeugtasten deine Profile im Fahrzeug gewechselt werden sollen. Bei manchen Fahrzeugen ist auch die Auswahl über den Fahrerlebnisschalter möglich, wie zum Beispiel bei Audi das Drive Select oder bei Mercedes das Agility. Ist eine solche Methode ausgewählt, so gibt das Fahrzeug die Profile vor und eine manuelle Umschaltung der Profile über die App ist nicht möglich. Startprofil. Mit welchem Profil soll dein Fahrzeug starten? Hier kannst du es einstellen. Alle Profile werden hier zur Auswahl bereitgestellt. Du hast auch die Auswahlmöglichkeit zuletzt verwendet. Dies bedeutet, der Wagen startet mit dem Profil, das er auch beim Abschalten hatte. Startprofile können bei der Profilwechselmethode mit Fahrerlebnisschalter
wie Drive Select oder Agility nicht genutzt werden, da hier das Fahrzeug die Profile vorgibt und auch teilweise in einem bestimmten Profil der Wagen immer startet. Der Stadt-Autobahn-Modus ist nicht für alle Fahrzeuge verfügbar. Die Funktion besteht darin, dass die Anlage ab einer gewissen Geschwindigkeit deaktiviert und aktiviert wird. Der Stadtmodus deaktiviert die Anlage bei 75 km/h und aktiviert sie wieder bei 55 km/h. Der Autobahnmodus deaktiviert die Anlage bei Geschwindigkeiten von 120 km/h und höher und bei 75 km/h und darunter ist die Anlage wieder aktiv. Die Funktion Lautstärke anpassen während der Fahrt ist nicht für alle Fahrzeuge verfügbar. Du kannst über bestimmte Tasten am Fahrzeug die Anlage lauter und leiser schalten. In der Regel wird der Tempomat dafür genutzt. Die Anpassung ist identisch wie über den Hauptregler auf der Startseite. Die Regulierung erfolgt in 10% Schritten und wird im aktuellen Profil nicht gespeichert. Der Demo-Modus simuliert ein Standgas und über das Gaspedal in der App kannst du auch Gas geben. Der Motor muss dazu nicht laufen. Das System benötigt lediglich Strom. Die Funktion ist ideal geeignet für den Showroom oder auf Messen. Oder einfach nur um Sprit zu sparen beim Spielen mit den Einstellungen. Beim ersten Start der App kannst du ein Bluetooth-Pin hinterlegen. Hast du diesen nicht getan, empfehlen wir dies zu tun, da sonst jeder andere mit aktiver App sich mit deiner Anlage verbinden kann und Einstellungen verändern kann. Wenn du einen Code hinterlegst, dann wird auch nach deiner E-Mail-Adresse gefragt. Solltest du mal deinen Code vergessen, musst du das Gerät nicht zu uns einschicken, sondern kannst dir einfach über die App eine Mail schicken lassen mit dem Code. Die App-Sprache stellt sich automatisch der Sprache deines Handys ein. Du kannst sie aber auch über das Menü manuell ändern. Weitere Sprachen werden folgen.